Am einfachsten ist es, wie in früheren Zeiten, die Wäsche einfach draußen aufzuhängen. Das ist die energiesparendste Methode und geht selbst im Winter. Entscheidend ist dabei die Luftfeuchtigkeit. Also ich sage mal so, Sie können die Wäsche immer raushängen, solange es nicht regnet und solange es nicht zu feucht ist, also kein Nebel oder sowas. Und idealerweise, wenn die Sonne scheint. Die Temperatur spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Sascha Skorupka muss es wissen. Er ist Professor für Physik und Technik an der Hochschule Fulda und beschäftigt sich unter anderem mit Haushaltstechnik. Für ihn ist schon entscheidend, welches Waschprogramm man wählt. Genauer gesagt, mit welcher Drehzahl man schleudert. Beim Schleudern ist es so, je höher man schleudert, desto weniger Restfeuchte ist dann in der Wäsche. Das heißt, desto schneller trocknet sie. Aber es ist natürlich so, dass man jetzt einen Wollpulli zum Beispiel nicht bei 1600 Umdrehungen schleudern sollte, sondern man muss schon schauen, wie gut die Wäsche das aushält, wie gut sie das verträgt. Dabei hilft nach wie vor der Blick aufs Pflegeetikett. Freiwillig werden viele Hersteller ab sofort im Interesse des Verbrauchers in ihren Erzeugnissen die Pflegesymbole einnehmen. Aber leider tun es immer noch nicht alle. Synthetische Materialien wie Polyester müssen nicht so stark geschleudert werden. Sie geben das Wasser auch bei niedriger Drehzahl ab. Übrigens gibt es für das Schleudern kein eigenes Pflegesymbol. Aber inzwischen kennzeichnen 1 oder 2 Striche unter dem Waschzeichen empfindliche Wäschestücke. Die sollte man dann nicht schleudern. Baumwolltextilien können maximal geschleudert werden. Moderne Waschmaschinen schaffen bis zu 1600 Umdrehungen. Wenn es draußen feucht ist, hängen viele ihre Wäsche in der Wohnung auf. Und das darf der Vermieter auch nicht verbieten, selbst wenn es einen Trockenraum im Haus gibt. Aber wenig heizen und Wäsche trocknen birgt Risiken. Wenn man in der Wohnung Wäsche trocknet oder wenn man in der Wohnung überhaupt Feuchtigkeit erzeugt, durch Duschen, durch Kochen oder irgendwas, muss man ein bisschen heizen. Also die Wohnung unbeheizt zu lassen, führt zu dem ganz großen Problem, dass die Feuchtigkeit, die muss ja irgendwo hin, sich an den Wänden niederschlägt. Das bedeutet, die Wände sind feucht und wenn die Wände feucht sind, kann sich dort Schimmel bilden. Die Wärmebildkamera zeigt, Ecken und Außenwände sind kälter. Wenn sich hier Luftfeuchtigkeit ansammelt, kann es zu Schimmelbildung kommen. Ab 80% Luftfeuchtigkeit, also Raumluftfeuchtigkeit, ist es tatsächlich so, dass eine Schimmelpilzbildung ziemlich wahrscheinlich ist. Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu messen. Zwischen 40 und 60% Luftfeuchtigkeit sollte es in Innenräumen sein. Für alle, die wenig heizen, lohnt sich die Anschaffung eines Hygrometers in jedem Fall. Man muss also mehrmals am Tag lüften, wenn man Wäsche in der Wohnung trocknet. Selbst wenn es draußen regnet, enthält die kalte Außenluft dann immer noch weniger Feuchtigkeit als die wärmere Innenluft. Wäsche trocknen mit dem Wäschetrockner ist natürlich am bequemsten. Aber ist das nicht unnötige Energieverschwendung? Also das hängt sehr davon ab, was Sie für einen Wäschetrockner benutzen. Ob der nun sehr viel Strom oder weniger Strom verbraucht. Moderne Wäschetrockner sind nach dem Wärmepumpenprinzip aufgebaut. Das heißt, die behalten einen Großteil der Wärme in dem Gerät drin. Die wird sozusagen nur umgewälzt, könnte man das nennen. An der Stelle, wo es kalt ist, wird die Wärme rausgezogen. Da, wo es warm sein muss, da wird sie hintransportiert. Dadurch bleibt ganz viel Energie in dem Gerät drin. Und diese Geräte sind schon sehr, sehr sparsam. Beim Kauf eines Wäschetrockners sollte man auf vermeintliche Schnäppchen verzichten. Denn über die Lebensdauer eines teureren Trockners mit einer besseren Energieeffizienzklasse kann man wiederum Geld sparen. Und wirklich alte Modelle sollte man ersetzen. Also Ablufttrockner sind natürlich immer besonders energieverschwenderisch, weil die funktionieren so, da wird Wärme erzeugt, sei es durch Gas oder durch Strom, und dann wird die feuchte Abluft, die die ganze Feuchtigkeit enthält von der Wäsche, die wird einfach nach draußen geblasen. Das heißt, sie heizen draußen die Umwelt und das ist natürlich eine riesige Energieverschwendung. Aber am preiswertesten trocknet immer noch Mutter Natur. Selbst im Winter, wenn es frostig kalt ist, kann man die Wäsche draußen aufhängen. Dann gefriert nämlich das Wasser in der Wäsche zu Eiskristallen. Und dann? Das ist eine ganz verblüffende Sache, dass selbst gefrorenes Wasser, also Eis, direkt in die Dampfphase übergehen kann. Und das nennt man Sublimation. Das bedeutet, ohne sich vorher zu verflüssigen, wird aus Eis Dampf. Also selbst wenn die Wäsche gefriert, sie trocknet.